Ich dachte eigentlich immer, das sind dieselben. Guten Abend. Ich bin eine Minute zu früh. Sieht man mich? Schon, ne? Ja, live ist alles. Da, bla bla. Guten Tag eher. Guten Abend bitte, Alter. Ich kann mir das guten Abend nicht abgewöhnen. Guten Tag, Tamara, Mel, Pieps. Noch was? 18 Uhr meist Englisch. Ich dachte mir, es sollten dieselben sein. Kali, guten Tag. Fuck, Alter. Ich muss mir das guten Abend abgewöhnen am Tag, ey. Ich habe eigentlich so gut wie nie tagsüber gestreamt. Oh ja, warte, hier hört er auch gar nichts von dem Zeug jetzt so. Ich könnte es euch höchstens ein bisschen übersetzen, wenn es wenn es Japanisch wäre, aber nicht mal da könnte ich es. Ich habe mittags die Chinesen geschaut, da ich später nie konnte. Das werden wir dann merken. Aber müssten da nicht auf Twitch eigentlich auch Untertitel gehen? Ich merke schon nach mal. Pumpman, guten Tag. Ah, ich hab's geschafft, guten Tag. Yes. Wow, it's snowing. You can really hear the snow falling. Add in the swirling snowflakes, and it feels like the spirit of nature is dancing. Okay, Nilo. Dance with the waves. Time to go. Keine Ahnung, ich benutze jetzt gerade einfach, was ich habe. Hä? Warum konnte ich jetzt die Geile nicht nutzen, ihr Säcke? Blutrotes Verlangen, Fortschritt 1 von 5. Hä? Blutroter Achat. Hä? Was ist passiert? Eine Wärmequelle geben. Kann ich ihm eine Wärmequelle geben? Geht er jetzt mit? Achso, stimmt, wir brauchen diese Seele hier, ne? Hä? Ah, da oben. Ah, guten Tag, Ash. Fuck, jetzt habe ich doch wieder guten Abend gesagt. Ah ja, und guten Tag, Alan. Oder Ellen? Ellen wahrscheinlich eher, ne? Ich sag immer Alan, Alter. Guten Tag, Bobo. Hä, sind die schon wieder da? Ich hab die doch gerade kalt gemacht.
Warte, wo ist Silja eigentlich da? Killerborder, guten Tag. Moin, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Alter. Hier, Tommy, bitteschön, der Silje für dich. Nur für dich alleine. Nach 500.000 Morde. Alter, die sind ja wirklich alle 4 hier. 50. Okay. Wow, it's snowing. You can really hear the snow falling. Add in the swirling snowflakes, and it feels like the spirit of nature is dancing. Du, Alter. Win it! Gib Tommy das kalte Gummi vielleicht. Was will ich denn mit Tommy ständig, Alter? Gerade war er noch am Berg. Wow. With all my strength. We're waiting. Here. Hands with the waves. Born of ice and frost. Mittagsschlaf. Ich bin heute um 10 aufgewacht. Extra Wecker gestellt. Dachte mir, ja, ein bisschen geht noch. Und dann war 12. Eigentlich sogar 12:30 Uhr. Dachte mir, fuck, ich verpasse den. Ich verpenne noch den Stream, wenn es so weitergeht. Dann kommst du ja und sagst guten Abend. Ja, passt doch schon was wieder. Fast den ganzen Tag schon wieder verpennt. Aber es war wieder das typische krank aufwachen. Man wacht auf, ist total verschleimt und... Abends geht wieder alles besser. Ja, das war's schon. Tommy sich sofort wieder auflöst. Hä? Warum ist da noch eins? Achso, die haben nur als 3 gezählt, oder was? This dance is for you. Positions. Access denied. So, jetzt würfel.
Ich war die Woche auch kaum da, also. Hanji, guten Abend. Guten Tag. Fuck, schon wieder. Das ist so 50-50-Ding gerade. Tobo und Brella, guten Tag. Yes. Sag ja, 50-50 so. Beim nächsten sage ich wieder guten Abend, ey. Pass auf. Add Astro. Thank you for. Add Astro. Nein, immer noch nicht. Vor allem, weil es heute um den Stream geht und nicht ums Spielen. Sag einfach Hallo. Keine Ahnung, ich habe mir das so angewöhnt irgendwie. Vielleicht mal zur Abwechslung gute Nacht. Zwei habe ich doch erwischt. Ja, 3 sogar. Gute Nacht, bin gerade erst aufgestanden. Ja, gut, dass ich nicht der Einzige bin. Mal schauen, gibt es da einen Countdown oder so? Oder kriegt man auf Twitter was zu sehen? Hold the line. Oh, jetzt halt. Ups. Musste schon lange mal wieder sein, dass ich mein Mikro vergesse. Jetzt halt. Sind es nicht sprachlos, sind es jetzt wieder da. Wie die Kugel eigentlich immer bei dem Vogel schwebt. Der Vogel hat eine kleine Wasserblasenkostüm. Plopp. Mein erstes freies Wochenende seit 3. Boah. Müssen wir alle Lippen lesen lernen. Also statt dass wer schreibt, dein Mikro ist aus, und dann, oh, da wird halt drüber geredet. Scheißzeug. Jetzt haben wir die komplette Reihe von Die Wildschweinprinzessin. Alles klar. Fuchs im Löwenzahnmeer. Ja, ich dachte halt, weil ich nichts zu irgendwas gesagt habe. Habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass das Datum ging. My expect.
Wie sich das anhört. Ja, mal was anderes, immer der gleiche Kommentar. Ja, aber ich bin den gleichen Kommentar gewöhnt. Und eigentlich ist es immer der Pappmann, der mich daran erinnert. Keine Mikro. Er ist immer die Nummer 1 damit. Was auch gut ist. Mal, da oben waren doch, glaube ich, noch ein Haufen. Scheiße, wie lange haben wir eigentlich noch? Oh, jetzt ist 14 Uhr. Hä? Oh. Das Intro verzieh dich. Ja, weil dort der Emote-Chat eingeschaltet ist. Das heißt, du kannst nur Emotes machen. Weil die wollen ja nicht, dass da Leute irgendeinen Scheiß schreiben. Oh, da war das eher da unten. Kein Problem, wenn du erst aufgestanden bist. Ja. Ja, aber die spacken da halt gerne ein bisschen rum und dann machen die das halt. Ich würde, wenn ich was schreiben wollte und würde, sagen wir mal, man könnte auch normal schreiben, das wäre trotzdem so schnell weg, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht, was zu schreiben. Und die meisten machen eh nur Scheiß. Hier hindert niemand dran, was zu schreiben. Nee, noch nicht. Ich könnte ja auch ich könnte hier auch einstellen, nur Abonnenten oder nur Mitglieder oder was weiß ich. Ich meine, Abonnenten ist jetzt schon fast nicht verkehrt, wenn ich ehrlich bin. Manchmal. Weil da könntest du dann solche ausschließen, die wo halt, Spambots. Weil die kommen ja nur rein, lassen ihren Spam los und hauen wieder ab. Aber ich will natürlich auch, dass das Neue auch anschauen können. Damit die dann sehen irgendwie, okay, ihr könnt ganz cool sein, bleibe ich mal ein bisschen da. Das schließt halt die dann automatisch aus. Laila oder Nahida? Nahida ungeschlagen Platz 1, aber Laila würde ich gerne nebenbei so mit dabei haben. Mir so einfach Abo da lassen und gucken. Ja, freilich. Kann man natürlich auch. Aber aber du weißt doch, es gibt für jeden irgendwas. Wie geht's dir eigentlich? Ja, im Groben überstanden, ja. Das Schlimmste war im Prinzip von Dienstag auf Mittwoch. Da war ich halt richtig hart flach gelegen. Bis abends. Also bis Mittwochmittag ging's, war ich ziemlich flach gelegen. Mittwoch auf abends kam es dann so ein bisschen besser und abends konnte ich dann schon wieder aufstehen, endlich mal. Weil ich war eigentlich wirklich einen Tag nur rumgelegen.
Und ab da habe ich mich halt mehr dann Animes schauen und wenn vor dem PC rumgammeln und das war's dann auch schon, weil. Naja, nicht mal das eigentlich zum Großteil. Aber ja, ist überstanden. Wobei ich immer noch. Es ist immer noch schwanken zwischen. Gestern Abend zum Beispiel habe ich bloß ab und zu mal ab und zu mal wegen verschleimt gewesen, aber jetzt bin ich wieder aufgehört und so. Welche Anime schaust du so? Wollen wir jetzt über die neue Season reden oder über was ich neulich geschaut habe? Oder ich habe viel zu viele geschaut, ey. Momentan schaue ich Haufen. Was hab ich denn geschaut jetzt? Oder warte mal. Anime Season Fall 2022. Also momentan schaue ich wieder zu viele. Chainsaw Man schaue ich momentan, Spy Family Part 2, Mob Psycho 100, die 3. Staffel, Boku no Hero, die 6. Staffel habe ich noch nie angefangen, Bleach habe ich auch noch nie angefangen, Blue Lock schaue ich momentan, das ist ein Sportsanime, Kakino bla bla bla, das ist, boah, wie heißt der? Eminence and Shadow nennt sich der. Der ist auch ganz cool, das ist ein Isekai. Dann, der da ist auch cool, Reincarnated as a Sword. Da wird halt, der Typ stirbt und wird dann als Schwert wiederbelebt. Welcome to Demon School Iruma-kun Staffel 3 schaue ich gerade. Shinobi no Itoki schaue ich gerade. Das ist so ein Shinobi-Ding. So eine Shinobi-Schule und so Zeug. Dann Beast Tamer ist cool. Der da ist ein bisschen, ja, man kann ihn schauen, er ist in Ordnung. Das ist jemand, der mag Farming und tut dadurch seine Skills erweitern. Was ich auch angefangen habe, war jetzt Bocchi the Rock. Da geht es darum, wie so Mädels so eine... Das ist nur Anime-List. Das ist nur die Liste davon. Wo du die alle schauen kannst, da musst du meistens selber schauen, weil manche gehen das nur über Ding. Bocchi the Rock ist so Schulmädchenband. Die eine, die hat ja total Schiss vor... Naja, man schaut halt jeden Tag mal rein und dann schaut man halt eine Folge oder 2. Da kommen ja jede Woche neue Folgen. Ist ja nicht so, dass die jeden Tag kommen. Wie gesagt, die hat halt Angst, mit Leuten zu reden und dann kommt die irgendwie in eine Band rein und dann fängt die an, Gitarre zu spielen, weil sie meint, sie kann dann auf der Schule auftreten und findet dann so Freunde und so. Schafft sie dann aber nicht, lernt aber 3 Jahre dann Gitarre und so und ist dann echt super drin. Und kommt dann halt zufällig in die Band. Und was ich dann auch schaue, ist Do It Yourself. Das ist eher so ein Anime zum Runterkommen. Der ist ganz lustig. Das ist gerade in der Welt, ist das wo viel über Technik gemacht wird, machen die halt dann ihr Zeug selber. Und was ich auch neulich angeschaut habe, ich meine, ich habe schon ewig kein Gundam-Ding mehr geschaut, Mobile Suit Gundam, The Witch from Mercury. Der ist saugeil animiert. Der ist wirklich mega animiert, der Anime. Das habe ich auch angefangen zu schauen, neulich. Bloß ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat. Wie heißt denn das normal? Irgendwas mit Alchemie. Steht es da? More Titles. Management of a Novice Alchemist. Die macht halt einen Alchemie-Shop auf. Ist auch ganz lustig eigentlich. War sonst doch irgendwas? Eigentlich nicht. Was demnächst noch kommt, was ich anschauen will, ist Arknights. Remy Senso. Das ist halt zu dem Handyspiel. Läuft der jetzt eigentlich schon, oder? Was ist los mit euch? 14 Uhr war. Warte, läuft das schon und das... Wollt ihr mich verarschen jetzt, oder was? Oder haut ihr mir jetzt bloß einfach Werbung rein? Da steht auch Englisch unten drunter. Wow, just look at the size of it. Pretty sure this boss is gonna push travelers to the limit. Yeah, no kidding. I mean, that thing is huge! And come to think of it, this is like the 3rd Fatui Harbinger boss battle we've had.
They really keep stepping up the art and design every time. It's so awesome. Yeah. It's so cool. This is an ultra-powerful puppet we're going up against here. So we're talking huge attacks and epic moves. Let's break it down a bit. Habt ihr In mal the einen Ausbruch first nicht phase of the gesehen? battle, the balladeer will use his massive arms to attack Das everyone. regt mich jetzt halt schon wieder auf, Arms are Alter. capable of utilizing Weil, different elemental obwohl du powers, das ganze Zeit laufen gehabt and hast, ist there are nicht gestartet. several types of abilities, including attacks that create fields of burning or freezing effects on the ground. Oh, you know what? This fight kind of reminds me of when we fight ruin guards. I think we'll have to come up with a way to paralyze it. Right. And you might have noticed there are some arcane formations on the ground, so activating those might trigger some interesting effects. And I bet a lot of people are wondering what that thing is floating next to us. Not gonna lie, he's kind of cute. Oh, maybe it's a Paimon reskin. Das schaut aus wie ein Mini-Nahida. Sorry, but no. Not only is it super cute, but it's also super powerful. Travelers will need to charge energy for this little helper and use its special skill to counter the boss in battle. A helper in a boss fight. Yeah, that's definitely not Paimon. Hä, es geht doch jetzt. Once the balladeer has transformed into this massive form, our usual attacks won't deal any tangible damage to him. So, the only thing capable of breaking through his defenses will be our little helper that we just mentioned. There will even be some moments in the fight where travelers will need to use an aiming mode to attack the boss's weak points. Oh, who would have guessed that little thing would be so important against a boss the size of the balladeer? I know, right? They also use some amazing special effects for all of the balladeer's moves. Speaking of which, the cosmic appearance, the spacey special effects of his skills really kind of remind me of the Raiden Shogun skills. Alter. Ah, you're right. And seriously, I can't wait to check out this new boss fight. I'm so hyped. Yeah. So now that we've covered the new boss Aber warte, ich glaube, im battle, Hintergrund I think läuft it's noch time Genshin, to oder? Nee. introduce Okay, the first schon. of our Den new wollen wir. playable characters coming in version 3.2. Let's welcome Lesser Lord Kusanali, aka Nahida. Yay! Finally! After everything we've experienced in the story so far, I think Nahida's already like a good friend to us. It's seriously so crazy what we've been through. Oh, I'm so happy to hear you say that, Zach. Okay, so throughout our journey, maybe everyone's already noticed some of the yeah, let's call it that, unique metaphors that Nahida likes to use. And yeah, they can be pretty out there. Or sometimes she'll use really childlike language to describe some deep or profound idea. But the truth is, she has yet to set foot in the outside world since she was born. To her, all the knowledge that she has in her mind is like pieces of scenery that she's never seen with her own eyes. Totally. It's really hard to imagine that the god of wisdom had been locked up for 500 years. Just makes me upset just thinking about it. But I'm sure everything will work out sooner or later. If travelers would like to spend more time with Nahida, then be sure to check out Nahida's story quest, Sapientia Oromastes chapter. The quest will be available upon completing the Sumeru Archon quest. So be sure to check out the quest to learn more. It's nice that we'll get to spend more time with her. But I want to see Nahida in battle. What you got for us, Kimberly? Oh, I've got lots to share. But before we get to that, let's have a quick peek at Nahida in action. What they say is true. Ah, You have to das, see the das ist so world for geil. yourself to appreciate how beautiful it is. Grow! The Temple of Wisdom! Das ist mega. Look at her. I love her! Aw, little Nahida is so cute. I love how she hops around when she's fighting. Oh, and her swing too. So, what's that skill that looks like she's using a viewfinder or something? That seems pretty different. Yeah. Okay, so let's start with her viewfinder-ish kind of skill, which is actually her elemental skill. As a catalyst user, Nahida's combat style is pretty unique. You may cast her elemental skill by tapping the skill button, or you may hold the button to enter an aiming mode. Opponents who are selected while aiming will be linked by Nahida's special mark. After you trigger elemental reactions on opponents who are linked, and when they take damage from dendro cores, Nahida will unleash Tri-Karma Purification, dealing dendro damage.
Whoa, this is so cool. Yeah, I love how it's like connecting the enemies together. Outside of combat, Nahida can use her elemental skill and enter the aiming mode we just mentioned to interact with certain harvestable items, allowing her to collect items directly to the inventory from a distance. Nein. Whoa, wait. Being able to harvest materials like that is gonna be so cool. That'll really save us some time. Yeah. Alter, This skill may also have some additional uses, so travelers will have to give du it a kannst dann try einfach Sachen themselves to nehmen, see. die wo irgendwo an der Wand hängen. Ooh, okay. Nahida's elemental burst is where things get really interesting. Upon unleashing her burst, Nahida manifests the Court of Dreams, expanding a special field. That's pretty amazing. The effect really does look like some royal court or palace. Yeah, different effects will be produced based on whether there are pyro, electro, and hydro characters in the party. While Nahida is within the special field, a pyro member in the party will increase the damage of Trikarma purification. An electro party member will decrease the intervals at which Trikarma purification is triggered, and a hydro party member will cause the duration of the field to be increased. If there are at least 2 party members of the elemental types I just mentioned, then the effects will be increased further. Whoa, this is blowing my mind right now. We'll really have to focus on which effects we want to achieve and put some thought into our team's composition. Right? A key thing to remember is that these effects can be triggered while Nahida is not on the battlefield, as long as the active character remains in the special field radius. Oh. Nice. Also, in addition to Nahida, we have one other character joining us in version 3.2. That's right. She's a very peculiar academia student. Her name is Layla. Most days, she looks super tired and anxious, which seems to be a direct result of her relentless struggle with her studies. Yeah, and not only is she frail and anxious looking, but she also studies astrology. So it's no wonder people around her might consider her a little strange and mysterious. And even though she's always groaning about her studies, most of Layla's research work is actually fine overall. It's just her lack of confidence that's really holding her back. And that's when her unusual ability comes into play. And her ability is... Sleeping. sleepwalking. Yeah. While she is sleeping, Layla unleashes her true self, allowing her to regain the confidence she needs and activate the talents and strengths she's had all along. As soon as she starts sleepwalking, her unfinished papers no longer seem like the monumental tasks they were, and she completes them in no time. This is definitely something only Layla can do. Our viewers shouldn't try to do this with their own homework. But does Layla have any idea what happens when she's sleepwalking? I mean, does she know that she has this ability? She seems to be aware of it. The papers are obviously full of her handwriting, after all. But there have been some weird instances. For example, once during crunch time while researching, she sleepwalked and climbed the wall of Sawmill, and then randomly bumped into Candace. Such weird occurrences have made her start to wonder what's really going on. And aside from her sleepwalking, just like any other student, Layla has many typical things that she hopes to achieve, as well as some regrets. She wants to be able to make friends and go out and have fun, but it seems like she'll never be able to do any of that until she graduates. And actually, I'm guessing that she uses her sleepwalking abilities in combat too, right? You bet. Let's have a look at Layla in combat. Ihre Angriffe sind auch geil. Sweet. Ihr Even Schild. when we're not looking up at the stars, they're always there. Watching over us. My guiding stars! Stars, shine for me! It almost looks like she's sleeping while being protected by the shield. This shield not only protects Layla, but also creates night stars while it is active. When a character protected by the shield uses an elemental skill, more night stars will be created. Once 4 night stars have been accumulated, they will transform into homing shooting stars, dealing damage to any opponent's hit. Ooh. Ah, night stars. I love how her skills have a starry theme. It ties into her studies.
Yeah, throughout the skill's duration, each time a Night Star is accumulated, the shield strength will increase. This effect can stack up to a maximum of 4 times. Whoa. Layla's elemental burst unleashes a dream sphere that constantly fires starlight slugs at opponents within its AoE, while also generating Night Stars for Layla's shield. As a talented Ratawa his student, Layla also comes in handy when crafting. When Layla crafts character talent materials, she has a set chance to receive double the product. Ah, nice. Sweet. Anyway, when can travelers expect to see these new characters available in-game? Great question. That brings us to our new event wishes. In the early part of version 3.2, Nahida and Yoimiya will be available. In the later part of the version, we'll be seeing rerun event wishes for Yaimiko and Tartaglia, and Layla will become available for the first time. Also, a new 5-star weapon, 1,000 Floating Dreams, will be appearing in the new weapon event wish. Oh, nice. By the way, I've heard that Layla's been getting ready recently to participate in Sumeru's Beast Tamer tournament. But before we get into that, I think it's time for us to take another break. We'll be back with the latest info on events coming in the version update. Ich habe auch gehofft, dass ich sie mit der I know Ding what ziehen you're kann. thinking. It's time Mit for der Nahida. redemption code. You guys get it? Boo. I know. All right, that's enough. Boo. Ja, der Boss schaut schon geil aus. Das wird schon ein geiler Bosskampf. Die wollen Kohle machen. Naja, weil es ja vorher immer... Nee, vorher haben die doch das auch immer gemacht. Alles im ersten und dann im zweiten. Egal. Guten Tag, Arthur. Es war so klar, dass sie leider in die zweite Runde kloppen, Alter. Ich hätte es mir denken können. Die Säcke. Aber scheiße, den Anfangstrailer müssen wir uns dann später noch geben. Mal schauen, ob der eigentlich schon auf YouTube oben ist. Die haben die doch bestimmt schon hochgeladen. Welcome back to the version 3.2 special program, everyone. Next, we'll take a look at some of the new events for the coming update. An amazing fungus competition is about to begin in the lands of Sumeru. Not only has it attracted local competitors from Sumeru, but also spectators from other nations. Fungus competition? How does that even work? Oh, man kann Aren't Dori fungi bekommen. dangerous? They're always attacking us in the wild. I know it sounds a little weird, but you'll love it. In this contest, participants will use a special gadget called a Wisdom Orb to catch and train their fungi and participate in battle events. Although the fungi often pose as little troublemakers for us in the wild, using this gadget will allow travelers to establish a certain level of communication with them. Okay, so if I catch and train a jade plume terror shroom, then I should be pretty much unstoppable, right? Oh no, come on, that wouldn't be fair. In this event, travelers will be able to sneak up on fungi in some certain areas to catch them. Unfortunately, the Jade Plume Terror Shroom is not one of those areas, Kimberly. Aww. If you end up startling them, they'll flee until they are outside a set distance. After catching different kinds of fungi, you can follow Paimon's suggestion and give them cute names. But most importantly, you will have to train your fungi. That sounds Was? fun. Travelers will have to use special floral jelly ingredients to mix and form blends that your fungi enjoy and unlock their true potential. While mixing ingredients, you use copy, switch, and rotate functions, and place a preset formula you have in the corresponding spot. Aw, it looks kind of like jelly. I bet Paimon's gonna be all over that. Hey, Paimon wouldn't ever do that! I can tell why you didn't book that role. And with all these different kinds of fungi, they should have different abilities, right? Yeah, so to work on their abilities, we'll use something called the Special Training Mode. In this mode, there will be 2 challenge types, Coordinated Assaults and Zone Defense. Travelers will be able to command their fungi's abilities, have them coordinate their attacks against a single target, and control them to defend the ley line monolith. Aw, they're so cute. Wow, This man is gonna kämpft be mit den so much fun. I can't kleinen wait. Pilzen. Yeah, me neither.
As for the rewards, in addition to Primo Gems and various materials, once travelers have reached a certain phase of the event, they will also be able to summon the great and almighty merchant, Dory. And Layla will be appearing in the event storyline, as well as a familiar visitor from another nation. Any idea who it could be? Supposedly a fun guy. Okay, I see what you did there. I respect it. Let's leave that for travelers to discover themselves in the event. Come on, guys, fun guy. Okay, next up we have a change of pace with an all-new Trials event. For this event, travelers will have to use characters' special abilities to complete specific objectives. For example, you may have to knock slimes into the goal by triggering an overloaded reaction with Yen Fei's and Klee's attacks, or use Yelan's elemental skill to move quickly and dodge giant pinballs. Here are some others. Use Xiao's plunging attack to send platforms back to the ground, or use Beto's elemental skill to hit the ball. This sounds like some pretty unusual training. Yeah, and to make things even more interesting, this event will support co-op gameplay. This sounds like it'll be a lot of fun to watch. But what about objectives for characters that maybe we haven't unlocked yet? No worries, we got you covered. All the corresponding characters will be provided as trial characters in the challenges. Perfect. In addition to these events, version 3.2 will also feature an event for our players to put their skills to the test. This time, we'll have a new edition of the Hypostatic Symphony event. Nice. So, what changes can travelers expect this time around? The most notable change, of course, will be the addition of the new Dendro Hypostasis. That's right, the last member of the Hypostasis family will be officially landing in version 3.2. Yep. Besides serving as a new open-world boss, the Dendro Hypostasis will also be busy performing alongside its fellow Hypostases in the Hypostatic Symphony event. This time around, travelers will be facing challenges featuring the Dendro, Cryo, Pyro, and Hydro Hypostases. Before each challenge, travelers may select a buff effect to use. However, as you increase the difficulty, the number of uses will decrease and the enemies will become more challenging. So it'll be super important for travelers to plan the right moment to use these effects. So what options do we have once we run out of buffs? Travelers will still Heute ist be Klee able oft to use dabei. food and potions from their inventory. If you're aiming to just collect all the Primo Gem rewards, then don't worry. You won't need to up the difficulty too much. Was war das für eine Mauer? Okay, good to know. Whew. I, for one, will definitely not be upping the difficulty. And just like before, you may tackle the challenges ich schon, aber together ich hab with noch your nie gesehen, dass sie friends eine once Mauer they have machen. joined your world. Great. We can help each other out. Oh yeah. Now that we've covered the challenge event, let's take a quick look at a couple more casual events coming our way in the new update. First, we'll be finding inspiration for an illustrator in the Outside the Canvas Inside the wieder Lens event. fotografieren. And once again, we'll be working together with Leben in Marvelous Merchandise. It's also worth mentioning here that some optimizations have been made for the photo event this time around. Everyone will be able to select from some preset angles and can make use of the rotate and focus functions to take better pictures. That's great. While you're out taking pictures, you may run into some interesting storylines along the way. So be sure not to miss Outside the Canvas Inside the Lens. Man, I love these kinds of events. Sign me up. Yeah, me too. In addition to all update. these new events, we also have some news on system-related updates and optimizations. I'm really excited about the first of these, which is regarding the Serenity Pot. Starting with version 3.2, the Serenity Pot will be adding the long-awaited replication system. Wow, that's super amazing. Yeah. Ach, man kann von anderen This das Zeug feature will allow reinholen? travelers to use sharing codes to bring designs from other travelers' teapots and implement them in their own, or share their own teapot designs. I know there may be some travelers out there who have seen some amazing teapot designs that they've wanted to also create themselves, but didn't have the ability or time to make it. With this new function, travelers will be Aber das ist able auch to die bring neue that Kartenmap, creativity ne? back to their own Oh, sie ist teapot, überall grün, das or ist share geil. their creativity with others. Get ready to hit up your friends with amazing teapot skills. Oh, I can't wait to see everyone sharing their designs, especially with me. Which brings us to our final update to share with everyone. This one is regarding the game's available languages. Starting with version 3.3, which will be the update following this one, Genshin Impact will be adding Turkish and Italian to the game language settings.
So, players who'd prefer to see the game's text and UI in those languages can look forward to that. The team truly hopes that travelers from all over the world can enjoy the game and start their own journeys through the world of Tibet. For further details, please check Genshin Impact's official channels and keep an eye out for future announcements and info. Wow, we've covered a ton of stuff. Seriously, it's a lot to take in. For sure. So now is probably a great time for our last redemption code. Oh yeah, let's go. Ja, kann er ist echt noch nicht viel, ne? Ich habe eigentlich gehofft, dass er auch noch irgendwie... Na, vielleicht kann man noch was kaufen und haben sie gar nicht erzählt. Aber man kann ja auch viel auf der Map finden, scheinbar. Ich hatte gar keine Hoffnung, dass die das erhöhen. Der Rasenmäher, ja, der fehlt auch. Aber ich bin schon mal froh, dass es jetzt eine Map gibt, die wo halt komplett nur grün ist. Diese dämlichen Dreckdinger am Boden, die regen mich so auf. Aber mir wird schon reichen, wenn es ein bisschen kürzer wäre. Well, everyone, I think we've covered just about everything coming our way in version 3.2, which means we've arrived at the end of our special program. This was fun. Yeah. Yeah, no, we covered a ton of stuff. So much stuff. Yeah. So many events too. But the thing that I'm most excited about is, of course, Nahida playable character, Nahida playable character, Nahida playable character. Spät eingeschaltet, klar. Der Nice. Yeah, for me, hab ich doch, ach ja, das habt ihr vorhin nicht gehört. Wir haben doch, die Seite hat nicht geladen. Wir haben den Trailer am Anfang verpasst. Yes. I have no idea how I'm gonna do that. Den müssen wir uns jetzt dann nochmal geben, wenn das zu Ende ist. Yeah, no, for me, oh my gosh, so many things. Battling the Dendro hypostasis, and of course the fabulous fungus frenzy. Getting my little fungi and battling with them. And, you know, the teapot, the Serena teapot, I'm so behind on my teapot, so I can't wait to hopefully get some designs from others, or at least, you know, get some inspiration from getting another teapot design. And just as we mentioned earlier, even though the Sumeru Archon quest will be reaching its final chapter here, it most definitely won't be the end of our journey in Sumeru. In our story this time, we'll be encountering some interesting and mysterious content, and I hope it will be an amazing experience for all of our travelers. May the wisdom of the Dendro Archon be with all of you. See you in game, everyone. Bye. See? Ja. Hört das jetzt einfach auf? Haben die zu früh abgeschalten? Ja, kann man auch nicht nachschauen erstmal, ne? Die haben die nicht mehr zu Ende reden lassen. Ei. Haben die wenigstens den Trailer schon hochgeladen? Auch nicht. Ach ja. Das war mein schnelles Ende. Boah, weg. Bestimmt auch schon wer hochgeladen. Trailer. Genshin 3.2. Ups. Alter, was habe ich jetzt schon wieder erwischt? Weg damit. Irgendwer hat es auf jeden Fall hochgeladen, danke. Imagine this. We have orchestrated our plan and successfully rescued Lesser Lord Kusanali. We have changed Sumeru's entire political landscape. Huh? Did I just see something dart by? Having the doctor gone benefits him as well as us. Amazing. So this is how it feels to walk out of that cage with my own body. Die Musik. A
Yeah. But now doesn't seem to be the time to indulge in this feeling. Is it too late for an extension? Ha! Not now. Stars, shine for me. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. So, you think this is over? Wait. No. I can't. That's the secret hidden by Ermin's soul concerning the truth of this world. The balladeer has already become a god? No wonder your own people have abandoned you, God of Wisdom. At my command, you shall fall. My endless cycle begins. Your ploy was to sacrifice the traveler here, was it not? Nilou, are you sure about this? You're taking such a great risk for them. I must admit that I'm a little scared. But I'll try my best for Lesser Lord Kusanali. Hathem's plan is even more radical than I imagined. Brothers, let's show them we Eremites are not to be messed with. Wizar, you've betrayed all of Sumeria, betrayed its Archon. Creating a god. We are using human wisdom to create a god. Let us reenact the scene of the Archon War. Come and inaugurate my birth as a god. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir den Trailer auch gesehen, was wir vorhin verpasst haben. Geil. Das würde noch ganz schön abgehen, Mann. Und wir müssen noch eine verdammte Woche warten, ey. Schweinerei. 2. November, ne? Oh, ist sogar über eine Woche. Übernächste Woche Dienstag. Aber jetzt, ich gehe mal wieder in Genshin rein. Ich will die Dinger gleich eingeben, weil sonst vergesse ich die. Gibt's nur 2 Goals? Ne, hier sind doch 3. 1, 2, 3. Das letzte Mal habe ich auch gedacht, oh ja, die gibst abends ein, abends dann gespielt und dann aufgehört und bin ins Bett und dann am nächsten Tag war ich auf dem, oh fuck, die Codes. Das war auch irgendwie lustig, man wachte auf und das erste, was man im Kopf hatte, waren die Codes für Genshin. Warte mal, ich kann doch die bestimmt aus dem Discord schnell mal rauskopieren. Ne, bis 2 Wochen später habe ich Urlaub. So, gleich mal rein damit. Einstellungen. Andere. Ne, warte mal, wo war das immer? Fuck, ich hab vergessen, wo das immer war. War das nicht unter Einstellungen? Ne, Konto war es. Jetzt.
Ah, okay. Leerzeichen war dazwischen. Hä? Habe ich einen zweiten erwischt? Bin ich jetzt blöd? Hä? Also nochmal, erst nehme ich den da. Löschen. Eingeben. Einlösen. Der ist drin. Nochmal den da. Löschen. Einfügen. Okay, der ist auch schon. Dann fehlt der. Jetzt hat. Dachten wir schon, hell? Bei dir sind Fehler drin. Ich habe das rauskopiert. Achso, der hat jetzt das 2 am Ende vor H gemacht und. Ah ja, das war jetzt. Lalalala. Nimmt lieber die, was oben steht. Der hat jetzt beim Reinkopieren das einfach zusammengesteckt, 2 und 1 und so ein Zeug. Drecksding. Was war jetzt eigentlich nochmal das, was Nahida braucht? Wenn wir jetzt schon dabei sind, dann können wir... Mattress. Ja, bla 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 bla. Ach, die Blümchen da, ne? Was habe ich denn da? Achso, das Zeug. Ah ja, das habe ich auch. Anwenden. Nee, warte mal. Das Zeug ist ja... Hier ist das, ne? Die da. Kalpalata Lotus. Ach du Scheiße. Genshin Map. Huiuiui. Die Pilzis können raus. Hä? Ah, da. Oh, scheiße, gibt's da bloß so wenig? Boah, fuck. Alter, warum sind da bloß so wenig auf der Map, Mann? Das ist ja krass. Das sind ja so gut wie keine. Scheiße, das ist dasselbe Mist wie bei Ding, ey. Nicole brauchte die Dinger da. Die Rukashawa-Pisse. Aber der Kapalat, Alter. Mit den beiden wichtigen Weltquests fertig? Nee, die interessiert keine Sau. Ich habe scheinbar die Blume immer verwechselt. Ich dachte mir, ich brauche die ein. Kann man die anpflanzen? Weil dann nehme ich ausnahmsweise mal diese blöde Saatbox, Alter, weil ich die immer nie nutze. Was zur Hölle, wo bin ich? Ah. Ja, okay. Mir fehlen noch 100 Stück. Könnte ein bisschen knapp werden. Wie jetzt schon wieder. Oh, Pilzchen. Oh, ich muss dich kalt machen.
Ich brauche immer noch Pilzsporen. Ja, mir fehlt noch eine Info, welche anderen Charakter beim Banner dabei sind. Ja, die kommen noch irgendwann. In die Richtung wollte ich. Ja, man dafür dann eh erstmal, wenn dann die Dendro-Hypostase kommt, dann erstmal die Dendro-Hypostase farmen wie ein Blöder. Da kann man dann, wenn man Nahida schnell hochbringen will, seine ganzen Dinger benutzen. Warte, das ist da oben. Ah, scheiße, das ist da oben, echt, ey. Wollt ihr mich veräppeln? Da oben, wenn ich reingehe, bin ich dann da. Gehe ich dann da hoch? Ich glaube, ich gehe da hoch. Da kannst du dann deine ganzen Monde verballern, damit du so schnell hochbringst. Zum Glück habe ich noch genug vom zerbrechlichen Harz über. Da kommt wieder unser Harzer. Und ich meine jetzt nicht in Harz 4 mäßig, sondern weil da... Wie viel hast du jetzt mittlerweile? Wahrscheinlich 200 oder so? Ah. Bin fast ein bisschen enttäuscht, aber ich hab's nicht anders erwartet. Weil ich glaube, das letzte Mal waren es schon 130. Fuck, jetzt bräuchte man halt Nahida dazu, ne? Das mit diesem Sammeln ist schon geil von ihr, dass du da einfach mit ihrer Fähigkeit draufziehst und dann hast du halt im Inventar. Lass mich raten, die sind da oben auf dem blöden Pilz, oder? Nee. Die sollten eigentlich hier sein. Sind die oben? Alter, lass mich raten, die sind unter der fucking Erde, Alter. Das hier gibt auch grüne Steine. Ja, ich denke mal, die grünen Steine bekommst du mit der Hypostase dann sowieso locker zusammen. Die restlichen kann man ja dann mit Ding machen. Ja, die sind 100% unten drunter, Alter. Fuck. Ja, dann gehe ich halt da rein. We're way behind schedule. Ich blick gerade nicht, wo die sein sollen, Alter. Aber das ist wieder was ich an Sumeru hasse, Alter. Diese ganzen verschiedenen Ebenen, ey, leck mich. Next on the agenda. Oberhalb, aber da, wo die angezeigt werden, war halt auch nichts. Ach, die sind an den Bergwänden. Ich habe immer deswegen habe ich auch so wenig von denen. Und schon wieder was, wo ich mir denke, scheiße, jetzt bräuchte man Nahida. Dann könnte man einfach
Doch, das sind die. Aber ne, ich glaub's da ja. Ich habe jetzt bloß gedacht, die sind irgendwie an einem Boden oder an einem Teich. Aber das sind ja scheinbar dann wieder die anderen Blumen. Ich frage mich mal, wie viel ich trigger eigentlich, wenn ich an solche Dinge immer ständig vorbeilaufe. We're way behind schedule. Oh ja, da ist sie. Da ist eine. Nein! Nein! Bleib hängen! Dumme Sau, ey. Wie sie da voll runterrutscht und sich nicht festhält. Alter. Ich hab schon was zur Hölle. Warte mal, das heißt, man kann die auch nicht anpflanzen, ne? Oh, leck mich, ey. Dann muss ich... Boah. Das heißt dann erstmal keine Nahida. Acht Stück beieinander, okay. Nein! Was soll denn jetzt das werden? Was magst du denn? Geh doch jetzt da oben rein. Oh, das schaut hier flauschig aus. Wo bin ich jetzt? Da sollten noch welche sein. Wow, da hätte ich gar nicht hochgemisst. Da sind zwei. Das ist wie der Käse mit diesen verdammten Löwenzahnblumen, Alter. Ich habe die auch wochenlang habe ich die gesammelt immer wieder, weil es davon auch so wenig gibt. Warte mal, wo sind jetzt die anderen? Also warte mal, ich habe jetzt hier Blümchen. Dann war das andere. Hier Blümchen. Das andere soll... Klar. We're way behind schedule. Drüben beim Häuschen, da soll noch ein sein. Gleich mal markieren, weil das wird jetzt eine neue Routine alle 2 Tage. Ich gehe gleich ganz nach. Scheiß Gehust. Ich denke mir die ganze Zeit, naja, von den blauen habe ich ja schon einige gesammelt. Nein, natürlich nicht, weil das diese fucking Dinger an der Wand sind. Jetzt gewundert, dass ich überhaupt schon welche habe. Eine Tauschbörse. Ich bin ja gespannt über dieses Kopieren mit diesen Kopiercodes dann für die Kanne. Weil es gibt schon Leute, die haben schon richtig geile Sachen gebaut, ey, hör mal auf. So, die sollen hier sein. Natürlich sind die ganz oben. Natürlich ist es nur einer. Ich dachte jetzt, vielleicht ist das überschrieben oder so. Die da oben habe ich. Alter, scheiße, ja, das sind ja ganze Haufen an einer Stelle. Gott sei Dank, ich dachte schon, das sind noch viel weniger. Genau, da ist das Dorf. Da ist
Einer hier. Und ein Haufen hier. Oh ja, da. Wow. Ja, das hat am Anfang ausgeschaut, als wenn ich auf die Map schaue, wie wenn halt so gut wie nichts da ist. Waren das nur 6 Stück oder sind es noch mehr? Zwei, 4, 6. Ne, passt schon. Das andere ist da oben. Komm ich jetzt da am gescheitsten hin? Nehmen wir mal das da. Da ich habe irgendwie immer die dafür gehalten. Und von denen habe ich einen Haufen. Next on the agenda. Wie sie voll synchron sind. Ist das da drin? Ah, warte mal, ich habe die Dinge dabei. Oh ja, die ist hier einfach da drin. Ah. So, dann sind da am Rand sind noch 6 Stück. Okay, okay, okay. Das geht doch einigermaßen. Hier. Und hier. Und das da portet mich natürlich unten in der Höhle rein, oder? Oh. Nicht mal. Ich glaube, die kannst du doch für Rezepte nutzen, oder? Die Sumeru-Rosen, soweit ich weiß. Waren das jetzt solche Dinger irgendwie? Also bilde ich mir ein, dass da irgendwas war. So, dann haben wir das auch. Und weiter im Takt. Ah ja, das sind ein Haufen. Die sind hier. Da. Und da. Vielleicht habe ich ein paar von denen in der Kanne stehen. Wenigstens haben die nicht so eine komplette Arschlochposition wie damals am Anfang für die Chichi, diese... Boah, wie haben die geheißen? Diese Glockenblumen? Die waren am Anfang richtig mies.
Boah. Boah. Ich hab nicht gesehen, dass ich kein Ding mehr hab. Ja, Glasglöckchen, ja. Wobei es da aber auch die Genshin-Map nicht gab, also... Da konntest du nicht so gut nachschauen. Da wenn du gegoogelt hast nach, wo gibt's Glasglöckchen, dann haben die halt ein paar Orte vorgeschlagen und das war's dann auch schon. Das war noch in der Anfangszeit. Jetzt mittlerweile gibt's viel mehr davon und... Die sind nicht mehr so arschig zu finden. Fangen wir wieder von oben nach unten an? Ja, machen wir da weiter. Alter, ja, leck mich fett, ey. Wie viele sind da auf einem Haufen? Da. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, jetzt werde ich 2 Wochen lang erstmal alle 2 Tage bloß diese dämlichen Dinger sammeln, dass ich die überhaupt mal herkriege. Beim ersten Moment, wenn du die Karte aufschlägst, siehst du halt, keine Ahnung, es gibt 10 Positionen, wo es die gibt und das war's dann auch schon. Erst wenn du näher hingehst, siehst du, dass da ein Haufen sind. Warte mal, direkt hier sind die dann da am Rand? Oh ja, da sehe ich sie schon. The weather and our moods are the same. They can both get gloomy. Ne, jetzt mit Nahida werden Coleys Pilze ja auch nicht mehr so schlimm, wenn du auf die ziehen kannst und sie einfach abernten kannst. Wobei das Finden natürlich immer noch dazu kommt. Deswegen hatte ich dann auch... Ja, auch keinen Bock mehr dazu. Vor allem, wenn man dann erstmal... Du willst das schon unbedingt wissen, oder? Ach, da unten drin, das sind auch noch welche. Nur so eine halt. Oh, das sind 3. Mehr sind es dann oder? Okay. Ach du Scheiße, das sind ja 2. Das sind 8, ja. Hier. Sunny days are so warm and cozy. Die Nilo ist Sleepy. Die Nilo ist echt immer so ein Freigeister, das ist schon cool. Sonst ist da nichts mehr, oder? Nee. So, dann gehen wir einen Stock höher. Da. Ah, okay, da müssen wir... Ja, wobei wir können uns dahin porten. Ups. Jetzt hat ein Abo-Ding habe ich jetzt eingeschaltet. Und ich vermute mal, dass die sind jetzt heute echt aktiv wegen dem Ganzen, weil hier gerade über 20 Leute sind. Wer weiß, ob die jetzt irgend so ein Ding haben, dass
Wenn ein Streamer so und so viele hat, dass die dann da öfter kommen. Also ihr müsst mindestens 5 Minuten Abonnenten sein, dass ihr schreiben dürft. Ich denke mal, das dürften die meisten hier zusammenbringen. Doch ja, 5 Minuten. Das war mir gerade nicht sicher, da 5 Monate steht da bestimmt, ne? Eine vergessen. Mehr war nicht da, glaube ich, ne? Nee. Okay, das dürfte jetzt dann fast das letzte sein. Ja, die müssten das aber, glaube ich, auch sehen, dass mit dem Abos, dass das Abo-Ding eingeschalten ist. Ich glaube, das wird automatisch angezeigt dann bei neuen. Weil ich kenne es bloß vom Held der Steine. Wenn ich da mal im Abo-Ding war, der macht meistens nur Mitglieder-Abo. Ein Mitglieder-Chat. Plus der hat halt aber auch eine Reichweite von, keine Ahnung, 10.000 Zuschauern oder sowas. Ich denke mal, die meisten sind hier sowieso Abonnenten, also. Oder so gut wie alle. Ja, nee, es ist ja nicht verkehrt. Ist ja, ich sag's ja bloß, ich glaube, das müsste auf jeden Fall, wie gesagt, angezeigt werden. Hä? Sind die Dinger weiter oben? Nee. Die sind da unten an dem Rand wahrscheinlich. Oh, da unten hängen sie. Sind es nur 3? Schaut noch nur 3 aus. Ja, Nightbot wird die Dinger aber auch nicht alle ausgliedern. Das kannst du vergessen, das hat auf Twitch auch nicht funktioniert. Die wissen schon, was sie machen, die Dinger. Ja. Oh, das war jetzt Glück. Jetzt haben wir das da, jetzt müssen wir dann darüber. Wir können ja dann hier aus. In der Genshin Community gibt. Also die sind bei mir bei anderen Spielen auch aufgetaucht, also das ist nicht nur auf Genshin bedingt. Die haben es halt vor allem auf Dinger. Auf YouTube abgesehen. Twitch hat er halt, also Twitch muss man dazu sagen, hat er halt ein besseres Ausfiltersystem. Deswegen ist wahrscheinlich in Zukunft ein Abo-Mod, ein Abo-Zwang wahrscheinlich das Gescheitste. Oh, da ist noch.
Ich habe nirgendwo anders diese Bots gesehen. Also ich habe schon mehrere Streams gesehen, wo die waren. Ja, jetzt bin ich unten drin. Ja gut, den einzelnen können wir eigentlich ignorieren. Da oben sind noch 2. Dann war's das. Danke euch allen. Du gehörst doch auch dazu. We're way behind schedule. Wo sind die 2? Ah, da unten. So. Jetzt haben wir die alle gesammelt. Gehen wir mal da hoch. Wie viel vor dem Käse haben wir jetzt? 67. Okay, also 65 Stück haben wir gesammelt. Einen haben wir ausgelassen. Das geht eigentlich. Dann müsste ich das bis Nahida eigentlich zusammenbringen. Cool. Oh. Ja, das, wie gesagt, das hat zu wenig ausgeschaut. Ich dachte, boah, das sind jetzt vielleicht 30 Stück oder so. Bin aber raus für heute. Ja, ich mache jetzt dann auch gleich Schluss. Eigentlich wollte ich nicht mal das Sammeln machen, aber nachdem ich gesehen habe, wie selten die sind. Uah. Vor allem, weil mein Husten irgendwie jetzt glatt schlimmer geworden ist, ey. Bäh. Vielleicht geht dann noch ein Pilze farben. Jo, dann schönen Sonntag noch, Pieps, und bis demnächst. Oh, wir machen an der Stelle jetzt dann auch erstmal Schluss. Ich freue mich auf den neuen Patch auf jeden Fall. Ich bin gespannt auf den Bosskampf und, sagen wir ehrlich, wir sind alle gespannt auf Nahida. Das kann man, glaube ich, so viel dazu sagen. Ich muss auch noch den Pilzscheiß sammeln, verdammt. Muss ich jetzt immer wieder mal die Pilze abgehen. Jedenfalls, wie gesagt, nächste Woche von den Streams her, solange ich noch krankgeschrieben bin, kann ich schlecht jetzt da Streams machen unter der Woche. Aber sobald ich dann wieder gesund bin, hört er von mir und ansonsten erst später am Samstag. Ah. Ich glaube, ich habe mich beim Trinken auch verschluckt. Na, weg damit. Weg damit.
Oh. Danke, Mel. Ich hoffe, es geht schnell rum. Dann bin ich auch schnell wieder da. Ich denke mal, ich werde jetzt dann einigermaßen so Let's Plays so auch erstmal wieder aufnehmen und dann, wie gesagt, wenn es wieder geht. Ich habe mich da wirklich jetzt irgendwie verschluckt beim Saufen, Alter. Was soll das? Genau, ich wünsche noch allen schönen Rest Sonntag, schönes Restwochenende. Und schön, dass ihr alle dabei wart. Man hört sich bei Gelegenheit wieder. Spätestens, wenn ihr dann den neuen Streamplan seht, wann, wie und wo. Oder es geht am Samstag dann wieder weiter, weil da darf ich dann, ohne dass mir die irgendwie was machen kann. Also, danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.